Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und heute geht es mal um die aktuelle Marktsituation bei Reisemobilen, bei Wohnwagen, bei Campern. Was ist denn da los am Markt? Die Lieferthematik, die Preiserhöhung, wie soll man sich jetzt am besten verhalten? Was kann man da machen? Sollte man jetzt kaufen oder sollte man bestellen oder lieber nicht? Wir schauen uns das im Video näher an. Bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Vorab kurz die Info, ich bin ein bisschen erkältet, es hat mich ein bisschen erwischt. Kein Corona, nur eine kleine Erkältung. Ich hoffe, man bekommt es nicht so mit, aber es war mir einfach wichtig, die Information oder das Thema heute mal nochmal zu bearbeiten, weil es jetzt wirklich sehr akut ist. Und wer es nicht weiß und nicht alle Videos schaut, ich arbeite Teilzeit bei einem Wohnmobilhändler als Verkäufer und deswegen habe ich hier auch Informationen aus erster Hand und erster Quelle, weil ich es tagtäglich in Kundengesprächen auch erlebe, dass die Kunden das nicht wissen oder dass man da überrascht ist von der allgemeinen Situation. Deswegen war es mir wichtig, mal jetzt ein Video zu machen, wo ich diese Informationen einfach mal auch anspreche, sodass ihr als Interessenten privat oder aber wenn ihr vermieten wollt in Zukunft, ein Mobil oder mehrere, dass ihr einfach mal ein paar Infos bekommt, dass ihr besser entscheiden könnt, was ihr macht und wie ihr euch in Zukunft verhaltet, ne? Je nachdem, was ihr vorhabt und wann ihr was vorhabt. Das ist jetzt auch so eine Sache, wann. Und da kommen wir jetzt gleich zum ersten Punkt, die Lieferthematik. Es ist momentan wirklich ganz, ganz schwierig zu sagen, auch als Händler. Ich ziehe jetzt die Informationen mal aus meiner Erfahrung, aber das, was ich jetzt hier sage, hat jetzt nichts mit dem Händler zu tun, wo ich arbeite. Ja, das sind keine verbindlichen Informationen, nur dass wir da rechtlich nicht irgendwo aneinander stoßen. Aber meine Erfahrungen sind da so, dass die Lieferzeiten wirklich extrem lang sind mittlerweile für neue Bestellungen und auch nicht absehbar ist, ob das so eingehalten werden kann, auch wenn man jetzt schon von langen ausgeht. Also es ist durch die ganze Corona-Situation wirklich so, dass das alles sich zieht und zerrt. Außerdem kommt natürlich auch noch so eine Preisthematik dazu. Ich weiß nicht, wer es von euch schon mitbekommen hat, aber es stehen Preiserhöhungen im Raum und es sind auch schon welche passiert. Die Händler überschlagen sich da gegenseitig ein bisschen jetzt, die Fahrzeughersteller, nicht die Händler, die Hersteller, mit neuen Infos über neue Preiserhöhungen, teilweise auch mehrere in Wochen oder 2 Wochen Abstand, sodass natürlich die Kunden dann auch überrascht sind, wenn man ein Gespräch hatte und dann irgendwie dann das Gespräch nach ein paar Wochen weitergeht und dass es da schon wieder neue Preise gibt. Aber das ist leider die Situation jetzt. Und warum das so ist? Ja, ganz klar. Corona hat dafür gesorgt, dass erstens auf dem kompletten Markt mehr Nachfrage ist, was natürlich immer zu einer Preissteigerung führt, mehr Nachfrage, höherer Preis und außerdem parallel auch nochmal die Lieferthematik, dadurch, dass Corona verschiedenste Lieferketten zum Beispiel zerstört hat und Firmen nicht mehr hinterherkommen bzw. vielleicht gar nicht mehr existent sind, die gewisse Sachen produziert haben, ist natürlich jetzt der Lieferengpass da. Hersteller können weniger produzieren, wie sie gern würden. Bänder stehen zeitweise still und das sorgt natürlich dann parallel auch nochmal zu einer Verknappung. Und das beides wirkt sich erstens auf die Preise aus, aber natürlich auf die Lieferzeiten. Und ob das in naher oder ferner Zukunft sich ändert, meine Meinung ist dazu ganz klar, das dauert noch Jahre, wie sich das beruhigt hat. Jetzt könnte man sagen, ja, aber bald kommen die ganzen Mobile, die jetzt gekauft wurden, die werden dann in den Markt geschoben als gebraucht und dann erledigt sich das alles. Ja, könnte man meinen. Allerdings weiß ich aus erster Quelle, dass es momentan gar nicht so viel Wohnmobile gekauft werden. Es würden gern viele gekauft werden, aber es sind viel zu wenig da. Es sind quasi durch diese Lieferthematiken weniger da, wie verkauft werden könnten. Es sind also gar nicht so viel mehr im Markt geschoben worden und verkauft worden wie sonst. Ja? Das ist nicht zwingend so. Das heißt, es werden noch nicht zwingend jetzt mehr als Gebrauchte verkauft. Außerdem bin ich der Meinung, dass diese Nachfrage nicht so schnell abebbt, weil Corona ist noch lange nicht vorbei. Wir haben jetzt Ende 2021 und Corona ist wieder stärker denn je aktiv. Es wird demnächst wahrscheinlich auch wieder diverse Verbote geben, Reisebeschränkungen und so weiter. Das heißt, auch dieses Thema Campen durch Corona oder die Reisemöglichkeit mit dem Camper, die ist natürlich dieses Jahr gegeben und die wird auch nächstes Jahr so weitergehen. Ne? Solange das Thema nicht im Griff ist, Impfquoten und Co. sind da ein Thema,
solange ist dieses Reisethema Corona auch noch akut. Außerdem glaube ich, dass ganz viele Leute durch diese Corona-Geschichte, durch diese Reisethematiken erstmal das Campen entdeckt haben und dabei auch bleiben. Vielleicht nicht zwingend nur. Flugreisen sind dann irgendwann wieder ein Thema, aber der Camper ist dann trotzdem da. Und Wochenendreisen oder Kurztrips oder ein Teil des Urlaubs wird mit dem Camper gemacht. Ne, der wird ja nicht zwingend dann gleich wieder verkauft. Außerdem glaube ich, dass zum Beispiel auch viele nach einer gewissen Zeit ihren Camper eintauschen. Da kommen dann vielleicht mal welche als gebraucht in den Markt. Aber gleichzeitig ist die Nachfrage nach einem neuen wieder da, weil es Leute gibt, die haben sich jetzt auf die Schnelle einen Camper geholt, weil das natürlich dann plötzlich hip war und eine Möglichkeit war. Und am meisten stellt man dann fest, ja, die eine oder andere Sache hätte ich vielleicht anders kaufen können oder würde mich vielleicht auch interessieren, vielleicht größer, vielleicht kleiner. Und dann wird dann wieder ein neuer gesucht. Und da sind wir wieder bei dem Thema, die Nachfrage nach dem Neuen entsteht dann oft, obwohl schon einer da ist. Ne? Vielleicht kommt dann ein Gebrauchter an den Markt zusätzlich. Ja, das kann sein. Aber die Neuwagennachfrage wird dadurch jetzt nicht unbedingt einbrechen. Außerdem glaube ich, dass die ganzen Lieferketten, die zerstört sind, die ja auch zum Teil zu dem Problem führen, zu der Lieferthematik, die sind zerstört, die müssen erstmal langwierig und aufwendig wiederhergestellt werden. Da müssen jetzt neue Firmen oder alte Firmen müssen wieder aufgebaut werden. Und das ist ja nicht alles. Die Lieferverzögerungen, die wir jetzt haben, die sich ja aufbauen, die Bänder stehen mal ein paar Wochen still. Das hört sich nicht schlimm an, aber diese paar Wochen, die muss man ja als Unternehmen, als Werk erstmal wieder aufholen. Die Werke funktionieren ja alle so, dass die so effektiv wie möglich sind, vor der Pandemie oder zu der normalen Zeit. Und die müsste man ja dann auf 110% Leistung erstmal bringen können, um überhaupt diese Wochen oder Monate, die vielleicht verloren sind, wieder reinarbeiten zu können. Und wenn dann solche Sachen sind wie Werk zu, ein paar Wochen, dann Corona-Kurzarbeit und Homeoffice-Pflicht und diese ganzen Thematiken, die sorgen ja dafür, dass natürlich das nicht so effektiv ist, wie es sein könnte. Und das muss erstmal über die Monate, über die Jahre erstmal wieder aufgeholt werden. Und wenn wir jetzt Lieferungen haben von Mobilen, die normalerweise ein halbes Jahr Lieferzeit hätten und die haben jetzt plötzlich ein Jahr oder länger, dann merkt man ja schon, was da für eine Verschiebung schon aktuell ist. Und wenn die Werke nicht weiter auf 100% leisten können, weil die keine Ersatzteile bekommen, dann wird diese Verschiebung, die wird ja dann eigentlich rein mathematisch, rein markttechnisch immer größer. Ja? Und die muss man dann erstmal wieder aufholen. Also meine Meinung, das wird sich alles noch eine ganze Weile hinziehen, ehe dann eine normale Liefersituation wieder herrscht. Und eine normale Preissituation, ja ganz klar, wenn Preiserhöhungen gekommen sind, dann ist das in Zukunft der normale Preis. Es braucht sich keiner einbilden oder hoffen oder wünschen, dass der Preis irgendwann wieder gesenkt wird. Selbst wenn in, ich sag mal, 3 oder 4 Jahren die komplette Situation wieder normal ist, in Sachen Nachfrage und in Sachen Lieferung, auch dann werden die Preise natürlich nicht sprunghaft wieder um 5.000 € zum Beispiel runtergehen, sondern die Preise, das sind die neuen Standardpreise und dann kann man nur hoffen, dass es nicht weitere Erhöhungen gibt. Was kann man da also tun? Wie sollte man sich jetzt am besten verhalten? Je nachdem, was ihr vorhabt, wäre jetzt meine Empfehlung. Auf jeden Fall interessant sind jetzt Fahrzeuge, die vorhanden sind. Das heißt, die beim Händler stehen, die der Händler eh schon da hat, die er verkaufen möchte. Weil, unabhängig von den Preisen, vielleicht findet ihr einen Händler, der vielleicht ein Mobil stehen hat, was schon ein Jahr da steht und auch noch so fair ist und den alten Preis dran lässt und nicht gleich sagt, wir machen jetzt hier eine Preiserhöhung dran, der Markt ist jetzt verändert. Aber unabhängig davon, das Lieferthema ist hier wichtig. Ihr habt das Mobil vor Ort, ihr kauft es, ihr bestellt es und je nachdem, was ihr noch anbauen lassen wollt, Markise, Solar etc., habt ihr das vielleicht in 3-4 Wochen zu Hause. Das heißt, die nächste Saison safe, ihr habt ein Mobil. Und das ist auch eine gute Geschichte, weil die Gebrauchtssituation und die Marktsituation ist allgemein so, dass so ein Mobil dann jetzt relativ wenig auch an Wertverlust hat. Ne? Also safe Sache, das Ding ist da und ihr habt auch kein Risiko, dass es nochmal eine Preiserhöhung erlebt, weil wenn ihr jetzt bestellen würdet, kein Mensch weiß, was noch kommen kann. Ne? Also das ist eine Empfehlung, Mobil vor Ort oder aber ein Mobil von der Vororderliste. Die Händler haben Vororderlisten, die bestellen ja Fahrzeuge vor. Die bestellen ja nicht immer erst, wenn ihr eins bestellt, sondern es gibt Standardmobile, die der Händler immer vorbestellt, verschiedene Konstellationen, verschiedene Sorten, die der Händler sich dann natürlich auf den Hof stellt und die dann vom Hof verkauft werden. Und natürlich könnt ihr mit dem Händler über diese Listen auch sprechen, beziehungsweise sagen, was habt ihr denn da, was kommt denn demnächst. Umso näher die Mobile kommen, der Händler hat Listen und da steht drauf, wann das Mobil normalerweise kommen soll. Ist momentan natürlich auch nicht zwingend der Monat, aber wann es kommen soll und dann kann man auch nachhaken und schauen, wie ist der Produktionsstand als Händler.
Ne? Und da seht ihr schon, in 2 Monaten soll ein Mobil kommen. Das ist dann ungefähr so, wie ich es mir vorstelle. Und dann kann man mit dem Händler darüber reden, was noch änderbar ist, weil da sind trotzdem noch Sachen änderbar. Umso näher der Termin der Auslieferung rückt, umso weniger ist natürlich am Chassis änderbar. Ne? Also die Farbe, Automatik, ja oder nein, solche Sachen. Ne? Aber umso näher das rückt, irgendwann sind dann nur noch Aufbausachen änderbar. Also zum Beispiel hinten, was ihr so drin habt, ne? Was so dran ist, Fahrradträger und so weiter. Dann gibt es natürlich noch Sachen, die sind im Nachhinein noch ergänzbar. Eine Markise, Solar, Radiothemen und so. Ne? Aber da könnt ihr alles kalkulieren, besprechen und die Händler können euch genau sagen, ja, das Mobil kommt so, da ist nichts mehr machbar oder du kannst das noch machen oder du kannst das noch machen. Ne? Oder wir können das und das im Nachhinein noch machen. Aber wichtig, ihr habt hier schon mal die Situation auch der Lieferung kurz. Ja, ihr könnt selber abschätzen, in 2, 3 Monaten zur nächsten Saison habe ich ein Mobil oder auch nicht. Ja? Eine Option ist natürlich immer die neue Bestellung, aber da muss man natürlich sagen, die Lieferzeiten sind relativ lang und ob die so sind, wie man jetzt sich wünscht oder hofft, man weiß es nicht. Corona hat uns da jetzt schon markttechnisch viel gelehrt und was wir gelernt haben ist, nichts ist mehr sicher. Ja? Und deswegen ist die Option ganz klar meine Empfehlung, ein Mobil, was vom Händler steht, nehmen oder aber die Vororderliste da fragen direkt, was kommt demnächst, was meiner Vorstellung am nächsten kommt. Was ist noch änderbar, was können wir noch machen und dann zuschlagen, bestellen und dann habt ihr wenigstens die Möglichkeit, dass so schnell wie möglich ein Mobil kommen kann. Ja. Grundsätzlich könnt ihr euch natürlich gerne bei mir melden. Ich bin ja wie gesagt als Vertriebler tätig bei einem großen Wohnmobilhändler oder Wohnwagenhändler in Kassel und da könnt ihr euch natürlich bei mir melden unter der E-Mail-Adresse hier. Und dann gucke ich da gerne mal, was wir was wir auf dem Hof haben, beziehungsweise was in den Vororderlisten drin ist, was da euren Vorstellungen entsprechen kann. Und vielleicht ist das ein oder andere Mobil dabei, wo ihr sagt, da schlage ich zu, das passt zu mir und dann helfe ich gerne da weiter. Ne? Ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen weiterhelfen, ein bisschen da ein paar Informationen streuen, dass wirklich jeder weiß, oh, es ist ernst und wenn ich ein Mobil möchte, dann muss ich mich mehr beeilen, als ich dachte und schneller sein, als ich dachte und vielleicht auch ein paar Umstände in Kauf nehmen, dass ich nicht die 100%ige Ausstattung habe, die ich gerne hätte. Die Situation ist einfach momentan sehr speziell. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich freue mich, wenn ihr zukünftig dabei seid bei den weiteren Videos. Ich freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Ist immer ganz schön. Ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an. Habt eine schöne Zeit, habt gute Reisen und viel Glück beim Kauf, wenn einer ansteht. Lasst euch gut gehen. Ciao, ciao.